Wäscht man die eigentlich so, wenn man die getauscht kriegt? Nach dem Spiel unbedingt waschen, weil sonst geht gar nichts. Ich bin echt sehr stolz darauf, für Deutschland zu spielen. Ich mag so ältere Trikots, Retro-Sachen. Am meisten erinnern kann ich mich an das Trikot hier vom VfB. Da gibt es ein Bild, das bei meiner Oma hängt, wo ich das anhabe mit meinen ersten Fußballschuhen und deswegen habe ich das ganz gut in Erinnerung. Als erstes nehme ich hier das goldene Trikot vom VfB, mein erster Verein, geil mit der Nummer 9 auf dem Buckel. Dazu eine braune Hose, ich denke passt farblich ganz gut und dann die Schuhe dazu und dann ziehe ich mich mal um. Würdest du das heute auch so tragen? Ja, definitiv. Also ich finde es richtig, richtig gut. Damals in der Jugend, wenn man gegen VfB gespielt hat, mit egal welchem Verein, war das immer das Größte und man wollte sich mit denen messen und halt irgendwann auch bei den Spielen. Und die ganze Zeit, die ganzen Jahre, die ich in der Jugend dort verbracht habe, dann natürlich die Nähe zu meinem Heimatdorf, das VfB schon eine prägende Zeit gewesen. Gerade diese Freundschaft zu Jo Kimmich, der jetzt auch mit dir hier in München ist, wie würdest du die beschreiben? Wir haben uns damals auch in der Jugend schon sehr gut verstanden, einander immer geschätzt. Ich war zum Beispiel, an was ich mich erinnern kann, oft bei ihm im Internat nach der Schule und haben wir dort ein bisschen abgehangen. Und jetzt natürlich mit ihm in der Mannschaft zu spielen, eben dieses Vertraute tut erstmal natürlich richtig gut und ja, eine Freundschaft, die, denke ich, auch fürs Leben ist, macht es umso mehr Spaß, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Warum hast du dir das jetzt von Arsenal ausgesucht? Weil ich das noch von vielen alten Aufnahmen kenne. Dann habe ich selbst so eins zu Hause, natürlich leider nicht das Original. Ich finde einfach den Style cool. Dieses JVC war damals so, ja, so der Hauptsponsor irgendwie. Daran habe ich noch Erinnerungen. Das Wappen sieht, finde ich, richtig nice aus. Noch so eine alte Kanone. Und der Kragen, den finde ich mega gut. Living life dangerous on a wrecked aim. We make money, take money, get paid money. All my apes hungry, they ain't coming to play. Sunny, them I stay bloody. The place cruddy, it stays muddy. Better pray, buddy. You ain't left with a prayer, mommy, come be. Was war das für ein Gefühl für dich damals, alle deine Freunde zu verlassen, in ein neues Land zu gehen, in so eine Stadt zu gehen? Also erstmal war es natürlich sehr aufregend, von meinem Heimatdorf Weissach nach London zu kommen, in eine völlig neue Kultur, einen anderen Lifestyle, andere Sprache. Du lässt dein ganzes Umfeld, dein Vertrautes zurück. Mein Vater ist damals mit mir gekommen, was mir vieles erleichtert hat, auch dieses Heimatgefühl gegeben hat. Aber im Großen und Ganzen persönlich echt eine super Erfahrung und ich glaube, ich habe da auch in meiner Persönlichkeit große Schritte gemacht. Also wenn ich dieses Trikot sehe, dann erinnere ich mich an meinen alten Jugendtrainer Steve Bolt, der selber darin gespielt hat, der eine riesen Clublegende ist und der mein erster Trainer damals war. Sehr harter Typ. Ich bin mit 16 dann in seine Mannschaft gekommen und die Ansprachen waren dann doch etwas lauter, als ich es gewohnt war, muss ich sagen. Kamen auch gerne mal Schimpfwörter. Daran musste ich mich natürlich erstmal gewöhnen, aber es hat, denke ich, sehr viel gebracht, auch im Thema Abhärtung. Er ist eine Clublegende, der eine riesen erfolgreiche Zeit dort hatte und ja, dann unter ihm zu lernen, war natürlich echt sehr gut für mich. Wer war denn so der Größte damals, gegen den du gespielt hast? Ich glaube Wayne Rooney, Ryan Giggs, ich weiß nicht mehr wann es war, 2013. Glaube ich, gespielt im Old Trafford, da bin ich reingekommen und da kann mich noch gut an eine Szene erinnern, als ich an Ryan Giggs vorbeigedribbelt bin und ja, das ist mir sehr im Kopf geblieben. Verfolgst du jetzt noch Arsenal und die Premier League? Ja, wenn ich kann, schaue ich mir die Spiele an, habe natürlich immer noch ein bisschen die Gun im Herzen. Ich freue mich natürlich, wenn Arsenal gut spielt, wenn Arsenal gewinnt und jetzt auch wieder wie gerade auf dem aufsteigenden Ast ist. Das hier, das hatten wir letzte Saison an. Wurde wieder irgendwie ein Remake gemacht mit Pharrell Williams, Human Race. War leider nicht gut, weil wir aus dem Pokal ausgeschieden sind. Aber ich halte trotzdem dran fest. Cooles Trikot. Ziehst du Privattrikots auch an? Also jetzt gerade vielleicht dann so eins von Pharrell? Ja, ab und zu. Dann habe ich auf jeden Fall das ich gerade anhabe. Das habe ich auch zu Hause. Das trage ich gerne. Und ansonsten manchmal die getauschten Trikots ziehe ich einfach so daheim an, wenn ich mal Sport mache oder chillen. Aber nach dem Spiel unbedingt waschen, weil sonst geht gar nichts. Was fällt dir denn zu den beiden ein? Ich glaube, Lothar Matthäus hat in dem gespielt. War wahrscheinlich die gleiche Saison. Wenn das hier der gleiche Style ist, finde ich das hier besser. Das ist ein bisschen echt arg. Kannst du nicht als Spieler mitsprechen, ne? Nee, leider gar nicht. Ich wünschte, die würden uns mal einbinden. Wenn es ein geiles Trikot ist, dann zieht man es einfach gerne an. Natürlich sind die Geschmäcker verschieden, da kann man ja nichts sagen, aber ja, ist schon was Cooles.
Okay, ich muss mich zusammenreißen, wirklich jetzt. Oh Gott, oh Gott. Jetzt kann ich nicht anziehen, ehrlich jetzt. Scheiße, Mann. Ich habe jetzt erst realisiert, wie es ausschaut. Du machst einfach, was dir gefällt, ne? Ja, ne? Wenn ich es fühle, dann fühle ich es, wenn nicht, dann nicht. Manchmal denke ich mir selber, du läufst rum wie ein Vollidiot. Ich traue mich vieles, deswegen geht's. Wann hast du denn so für dich erkannt, so Mode ist genau meins? Definitiv in London. Also da habe ich viele Dinge gesehen, die jetzt wirklich nicht der Norm entsprechen. Ich fand es cool, dass sie sich trotzdem trauen. Und da habe ich schon so die Lust am Mode entdeckt. Ein ganz wichtiges Spiel für dich auch mit dem FC Bayern in London. Was hat dieser Abend für dich für eine Bedeutung? Ja, das war wirklich ein krasser Abend. Wichtiges Spiel in der Champions League Gruppenphase. Ich hatte viele Freunde da, meine Eltern sind hingeflogen. Also es waren viele Leute da, die mir was bedeuten, und wir lagen 1-0 hinten, haben dann das Spiel gedreht, ja, mit einer richtig guten Performance. Das Ergebnis dann 7-2 war grandios, und dass ich selber 4 Tore geschossen habe, natürlich auch nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf. Als Kind natürlich träumt man davon, beim FC Bayern zu spielen, die Mannschaft, die in deinem Land die größten Erfolge hat, so eine große Historie mit vielen riesigen Spielern, und es war immer das Maß, mit dem man sich gemessen hat, egal wo. Und auch in der Zeit bei Arsenal haben wir gegen Bayern gespielt und sind da immer untergegangen. Und da war das irgendwie noch ein größerer Anreiz, beim FC Bayern zu spielen. Das ist eine Riesenehre. Also jeden Titel, der noch dazu kommt, über den freue ich mich riesig. Champions League nochmal zu gewinnen, ist ein Riesen-Anreiz, genauso die Liga immer wieder zu bestätigen. Und den Pokal auch wieder nach jetzt 2 verpassten Jahren. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich Champions League gewinne. Natürlich auch nicht die Jahre davor. Dass ich bald die Champions League gewinnen werde, und es dann getan zu haben, war einfach eher unfassbar. Und gerade so die Bilder von Kingsley's Tor, wie wir da zusammen gejubelt haben, dann natürlich die Anspannung danach, die du hast, das Spiel noch über die Zeit zu bringen. Und dann, als der Schlusspfiff kam und ja, du auf den Platz läufst, ich glaube, in dem Moment realisierst du es noch gar nicht, da bist du halt so voller Freude und alles. Ein sehr wichtiges, großes Trikot. Deutsche Nationalmannschaft. Ich tendiere zu diesem hier, das habe ich noch erlebt. Sommermärchen 2006 war es. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie ich das Auftaktspiel bei Freunden gesehen habe gegen Costa Rica. Philipp Lahm, der das Ding in den Winkel haut. Auf jeden Fall ein prägendes Trikot. Ich mag, wie gesagt, so ältere Trikots, Retro-Sachen. Das ist nicht ganz retro, aber trotzdem irgendwie einen guten Flair, und die Kollektion vom Motiv her ganz, ganz nice. Für sein Land zu spielen ist irgendwie noch mal was anderes als für den Verein, und deswegen, glaube ich, überwiegt da die Ehre und die Freude und der Stolz, wenn man weiß, dass ganz Deutschland zuguckt und man hat das Trikot an und man spielt. Wenigstens haben wir Spaß, oder? Was sind denn so deine Top 3 Highlights der WM im eigenen Land? Auftakttor von Philipp Lahm. An das kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Dann war ich mit meiner Mutter beim Spiel Elfenbeinküste gegen, ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, gegen wen die gespielt haben, aber in der Allianz Arena in München. Da haben wir 2 Karten bekommen, und das war natürlich riesig. Also Daytrip, Allianz Arena, das Spiel angeguckt und wieder zurück. Das war ja, damals riesig für mich. Jetzt natürlich in der Allianz Arena zu spielen, umso besser. Dann das Elfmeterschießen Deutschland-Argentinien, das ich im Nachbarort angeschaut habe mit einer Gruppe Jugendlichen, und da, dass Deutschland dann weitergekommen ist. Jetzt ist dein ehemaliger Bayern-Trainer der Bundestrainer geworden. Wie ist so deine Beziehung zu Hansi Flick? Dass man natürlich bei Bayern eine hervorragende Zeit zusammen hatte, mit so vielen Erfolgen, macht es sich umso schöner. Dann jetzt ihn auch bei der Nationalmannschaft zu haben, ich denke, dass er da der Richtige für den Posten ist. Und ja, die Zusammenarbeit macht sehr Spaß. Ich kenne Hansi schon lange davor, ich glaube 2015, 2016, damals auf ihn gestoßen, und wirklich ein super Mensch. Deine Top 3 DFB-Vorbilder? Echt Manuel Neuer nehmen, der jetzt eine riesige Karriere hingelegt hat, der immer noch spielt, immer noch Top-Leistungen abbringt und wirklich ein super Kapitän ist. Lothar Matthäus irgendwie, wirklich grandioser Fußballer. Ich habe ihn natürlich nicht mehr so erlebt, aber die Szenen, die ich gesehen habe, auch YouTube, was auch immer, was er da im Trikot des DFB gemacht hat, Wahnsinn. Und darf ich mich selber nehmen? Klar. Geil, ne? Aber ich bin echt sehr stolz darauf, für Deutschland zu spielen. Vielen Dank an Amazon für die Möglichkeit, heute hier zu sein. Auch danke an das gesamte Team. War ein sehr amüsanter Nachmittag.